Wusstet ihr, dass es für das Tabletop-Spiel Gaslands inoffizielle Mario Kart-Regeln gibt? Tatsächlich kursieren im Internet sogar einige Mario Kart-Varianten, um zum Beispiel mit den Mini-Autos von Hot Wheels packende Rennen auszutragen. Und genau dafür muss nun bei mir eine modulare Spielplatte her. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Der Grund für den Bau dieser Platte ist das Sommerfest 2025 der Tabletop-Freibeuter in Hamburg-Bergedorf. Das findet nämlich schon in 3 Wochen statt und am vergangenen Wochenende entschied sich, dass ich dort gemeinsam mit einem Freund Mario Kart nach Gaslands Regeln vorstellen möchte. Und statt der Matte, auf der wir bislang spielen, soll für das Sommerfest eine passende und zugleich modulare Spielplatte her. Alles, was ihr zum Nachbauen bzw. Basteln einer ähnlichen Rennspielspielplatte braucht, sind 3 Rahmen als Unterkonstruktion. Ich habe dafür 5 mm starke MDF-Platten von je 45,8 cm x 91,6 cm gewählt und am Rand mit 2 cm hohen Leisten verstärkt. Wie man solche Rahmen baut, habe ich ja schon in einigen Videos gezeigt. Klickt für ausführliche Bastelinfos einfach aufs oben verlinkte Tutorial oder schaut in die Videobeschreibung. Außerdem braucht ihr noch Rollkork bzw. Trittschalldämmung aus dem Baumarkt. Natürlich könnt ihr fürs selbe Geld auch Kork in kleinen Platten kaufen und dann zu Straßenzügen aneinanderlegen. Aber das sorgt für Fugen, die bei Rollkork natürlich nicht auftreten. Schneidet als erstes Kork in der Größe eurer Rahmensegmente zu. Legt dazu einfach ein Segment als Schablone auf den Rollkork und schneidet rundherum ab. Danach geht's an die Streckenplanung. Als Vorlage habe ich im Netz nach den Grundrissen von den Mario Kart Circus 1 und 2 aus dem allerersten Mario Kart gesucht. Diese Grundrisse habe ich in einem Bildbearbeitungsprogramm von ihrer Größe her angeglichen und etwa mittig geteilt, sodass 4 halbe Kurse mit jeweils gleichen Übergängen entstanden. Davon habe ich mir 3 Grundrisse ausgesucht, die sich dann insgesamt zu 3 verschiedenen Gesamtstrecken kombinieren lassen. Die 3 Vorlagen werden nun auf den Kork übertragen. Hierbei soll die Fahrbahn entweder 15 cm breit sein, damit 4 Karts nebeneinander passen, oder an engen Stellen mindestens 12 cm breit. Zum Einzeichnen dieser Breiten nehme ich passend breite Papp- bzw. MDF-Reste als Schablonen zur Hilfe. An den Kanten mit den Übergängen messe ich zunächst 7 cm von außen ab, um dann die 15 cm breite Strecke einzuzeichnen. Hierdurch ergibt sich zum Beispiel auf diesem Segment dieser Streckenverlauf, der zugegebenermaßen noch etwas eckig ist. Übertragt die Maße für den Übergang der Strecke auf das nächste Segment und zeichnet danach den nächsten Streckenverlauf ein. Natürlich ist das insgesamt nicht maßstabsgetreu zur Vorlage und ab und zu muss man auch mal einen Bereich korrigieren. Aber es geht mir ja primär nur darum, das Flair der allerersten Mario Kart Kurse einzufangen. Um nun runde Kurven einzuzeichnen, habe ich mir aus Hartschaumresten einige Kreisschablonen zugeschnitten und darauf die jeweiligen Durchmesser notiert. So lassen sich nun Kurven mühelos und präzise einzeichnen. Danach werden alle Streckenabschnitte entlang ihrer Umrisse ausgeschnitten. Die geraden Umrisse mit einem Lineal als Hilfe, die Kurven vorsichtig freihand. Übertragt dann die Durchmesserangaben der Kurven auf das MDF und auch grob die Umrisse der Streckenabschnitte. Denn nun werden die ausgeschnittenen Korkstreckenabschnitte aufs MDF geklebt. Hierfür verwende ich Krauttack von Krautcover, da es im Gegensatz zu Holzleim auch nach dem Antrocknen noch lange klebrig bleibt und bereits eine dünne Schicht genügt. Wenn ihr stattdessen Holzleim nehmt, achtet ebenfalls auf eine dünne Schicht, damit kein Kleber durch die Ritzen im Kork quillt. Anschließend kann es an die Bemalung der Strecke gehen. Mischt als Grundierung Schiefergrau 1:1 mit Schwarz an und gebt einen dicken Klecks Holzleim zum Versiegeln hinzu. Aufgrund der Markierung auf dem Kork wird die erste Schicht vermutlich nicht komplett decken. Daher tragt gegebenenfalls eine zweite Schicht auf. Sobald alles getrocknet ist, bürstet die Strecke nacheinander mit verschiedenen Farben trocken. Zunächst großflächig mit dem Schiefergrau aus der Grundierung und einem mittleren Grau. Es folgt ein Erdbraun, das ihr vorwiegend auf die Ideallinie der Strecke aufbürstet, aber auch mal hier und da.
Danach werden mit einem Hellgrau alle Bereiche abseits der Ideallinie betont, also vornehmlich die Außenseiten. Aber auch nochmal punktuelle Bereiche in der Mitte der Fahrbahn. Mit einem hellen Sandton bürstet ihr dann nochmal über die bereits schmutzige Ideallinie. Um abschließend noch Abrieb der Reifen darzustellen, bürstet ihr mit einem kleineren Pinsel etwas Schwarz auf die Ideallinie. Das war's für den Moment. Im nächsten Teil geht's weiter mit der Gestaltung abseits der Strecke. Bis dahin viel Spaß beim Nachbauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.